Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vokabeltest auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. Heute schauen wir uns 15 wichtige Wörter an, die du auf dem B2-Niveau im Deutschen unbedingt kennen solltest. Wenn du diese 15 Wörter verstehst und richtig einsetzen kannst, dann hast du höchstwahrscheinlich schon das B2-Niveau erreicht. Wie immer gibt es zu diesem Video heute eine kostenlose PDF-Datei mit allen Wörtern, Erklärungen, Beispielen und einer Übung dazu, damit du dein Wissen nochmal testen kannst. Du findest den Link zu der Datei hier unter dem Video in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar. Vergiss nicht, deine richtigen Antworten mitzuzählen und am Ende in die Kommentare zu schreiben. Wie viele Wörter kannst du richtig raten? Alle Wörter sind aus meinem B2-Intensivkurs. Die ersten 2 Lektionen, aus denen die Wörter sind, beschäftigen sich mit den Themen Leben und Alltag in Deutschland sowie Stereotypen und Klischees. Ich blende dir immer die erste Seite unserer Flashcards hier ein. Diese Flashcards gibt es in meinem Kurs auf der Plattform. Damit lernen meine Schüler und damit lernst heute auch du. Auf den Flashcards siehst du eine Erklärung und einen Beispielsatz. Ich werde dir auch immer noch mehr Kontext und mehr Erklärungen zu den Wörtern geben, damit du sie noch besser verstehst. Danach bekommst du 5 Sekunden Zeit, um dir das Wort zu überlegen. Danach blende ich dir die Lösung ein. Falls du noch mehr Zeit brauchst, dann pausiere das Video. Alles klar? Dann geht es gleich los. Unterstütze mich jetzt mit einem Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich immer, wenn ihr mir Kommentare schreibt, wenn ihr mich unterstützt und natürlich euer Feedback zu meinen Videos gibt. Wir starten mit 5 wichtigen Nomen. Unser erstes Wort hat mit Umweltschutz zu tun. Es beschreibt ein System, bei dem Abfälle in verschiedene Kategorien sortiert werden, zum Beispiel Papier, Glas oder Plastik. Das ist besonders in Deutschland bekannt. Wie heißt dieses System? Na, hast du eine Idee? Ich gebe dir jetzt 5 Sekunden Zeit, dich an das richtige Wort zu erinnern. Dann blende ich dir die Lösung ein. Das gesuchte Wort ist die Mülltrennung. Die Mülltrennung. Wenn du in Deutschland lebst, dann hast du dieses Wort garantiert schon mal gehört. Die Mülltrennung soll unsere Umwelt nachhaltig schützen. Die Mülltrennung. Und damit sind wir schon beim nächsten Begriff. Er wird oft in Diskussionen benutzt, besonders wenn es um gesellschaftliche, soziale Themen geht. Dieses Nomen steht für eine vorgefasste Meinung über ein Land, eine Kultur oder eine Person. Oft wird diese Meinung einfach von anderen übernommen, ohne genauer zu recherchieren, ohne genaue Kenntnisse oder Erfahrungen. Man sagt ganz oft, es gibt ganz viele über die Deutschen. Die Deutschen sind pünktlich. Die Deutsche Bahn ist unpünktlich. Und so weiter. Also welches Nomen können wir in diesem Kontext verwenden? Ja, das Nomen heißt Vorurteil. Das Vorurteil. Unser drittes Wort hilft dir, über menschliches Verhalten zu sprechen. Du siehst, es ist ein ziemlich langes Wort. Es ist ein Synonym von das Benehmen. Synonym, ja, das bedeutet das Gleiche. Dieses Wort beschreibt, wie sich jemand, also eine Person, in bestimmten Situationen benimmt. Also ein wiederholtes, typisches Benehmen. Wie benimmt sich diese Person? Also was ist das Nomen davon?
Erinnere dich jetzt an das Wort. Ich gebe dir 5 Sekunden Zeit. Das Wort ist die Verhaltensweise. Die Verhaltensweise. Hattest du es richtig? Vergiss nicht, dir deine Punktzahl zu merken. Wie viele Wörter kannst du richtig nennen? Jetzt kommt ein leichteres Wort. Unser nächstes Nomen beschreibt eine Eigenschaft, mit der man gelassen und mit Witz auf Dinge reagieren kann. Das Wort ist kurz. Das kennst du sicherlich. Das kennst du aus dem A2-Kurs. Menschen mit dieser Eigenschaft sind lustig und lachen viel. Man sagt auch, in meinem Partner ist mir wichtig, dass er hat. Das Wort ist der Humor. Das Wort kanntest du bestimmt, oder? Wir kommen auch schon zu unserem letzten Nomen. Dieses Nomen beschreibt eine negative Rückmeldung. Negative Rückmeldung. Zum Beispiel, du hast zu laut die Musik an und dann kommt ein genervter Nachbar und schreit, weil du die Musik um 22 Uhr hörst. Dieser Nachbar schreibt vielleicht einen Brief an den Vermieter. Er schreibt einen Brief mit einer, du hast jetzt 5 Sekunden Zeit zu überlegen. Die Lösung ist natürlich die Beschwerde. Die Beschwerde. Damit haben wir das erste Drittel des Tests hinter uns. Wie viele Nomen hattest du richtig? Hast du alle 5 richtig geraten? Schreib es unbedingt in die Kommentare. Weiter geht es jetzt mit der nächsten Wortart. Im zweiten Teil schauen wir uns 5 Verben an, die du auf dem B2-Niveau brauchst. Das erste Verb ist ein reflexives Verb. Das siehst du hier am Reflexivpronomen sich. Es bedeutet, dass man sich etwas sehr gut merkt. Also wir haben das Verb sich erinnern, das ist aber ein Synonym. Das ist nicht das gleiche Verb, es ist nicht sich erinnern. Es bedeutet, etwas ist also fest in deinem Kopf, so wie ein Lied, von dem du einen Ohrwurm hast. Kennst du dieses Wort? Der Ohrwurm? Ein Ohrwurm ist ein Lied, das man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Wenn du einen Ohrwurm hast, dann bleibt dir das Lied sehr gut im Gedächtnis. Also es hat sich dir... Na, welches Verb passt hier? Überlege es dir in den nächsten 5 Sekunden. Die Lösung ist sich einprägen plus Dativ. Sich einprägen. Weiter geht es mit unserem 7. Wort. Das Verb beschreibt beispielsweise, dass die Meinung oder das Verhalten einer Person verändert wird. Oft passiert das unbewusst, zum Beispiel durch Medien oder Werbung. Also man kann ihre Meinung verändern, ohne dass sie das verstehen. Manchmal gibt es Sekten, die das machen. Also eine Sekte kann auch Menschen. Welches Verb passt hier? Richtig, beeinflussen plus Akkusativ. Schau dir meinen Beispielsatz auf der Flashcard an. Deine Meinung beeinflusst dein Handeln. Sie hat große Auswirkungen darauf, wie du andere Menschen behandelst. Und wie bildet man eine Meinung? Mit dem nächsten Verb kannst du ganz sachlich sagen, was du von etwas hältst, was du über etwas denkst. Mit diesem Verb gibst du deine Meinung zu etwas ab. Also es ist ein Synonym zu bewerten. Schau dir auch den Beispielsatz auf der Flashcard an, er hilft dir. Was ist ein Synonym von bewerten? Das Verb ist beurteilen.
Beurteilen plus Akkusativ plus nach plus Dativ. Beurteilen. Na, kanntest du dieses Wort schon? Wie viele Punkte hast du schon gesammelt? Wie viele richtige Antworten hattest du? Wir haben die Hälfte bereits geschafft. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Es wird noch ein bisschen schwieriger. Das nächste Verb ist ein Synonym für helfen. Das kann bei der Arbeit sein oder in schwierigen Situationen. Vergiss nicht, dass dir das Beispiel auf der Flashcard helfen kann. Schau es dir in den nächsten Sekunden gut an und erinnere dich an das Wort. Helfen oder was ist das Synonym von helfen? Ja, das Verb ist unterstützen. Unterstützen plus Akkusativ oder plus bei plus Dativ. Ein sehr positives Verb, unterstützen. Mit unserem 10. Wort kommen wir auch schon zum letzten Verb. Manchmal ist man nicht der gleichen Meinung wie jemand anderes. Dieses Verb benutzt man genau dann, wenn man anderer Meinung ist und das auch sagt. Es ist das Gegenteil von übereinstimmen. Und ein weiterer Tipp, es braucht den Dativ. Hast du eine Idee? Also wenn du einer anderen Meinung bist, wenn du nicht übereinstimmst, was sagst du? Welches Verb benutzt man? Das Verb fängt mit W an. Ja, widersprechen. Widersprechen plus Dativ. Ich widerspreche dir. Also, ich bin anderer Meinung. Ich stimme dir nicht zu. Ich widerspreche dir. Sehr gut, wir kommen schon zum letzten Teil des Videos, zu den Adjektiven. Auch hier habe ich wieder 5 Wörter für dich. Sie helfen dir, Dinge präzise zu beschreiben. Ganz klar. Das erste Adjektiv benutzt du, um Orte zu beschreiben, in denen es zu voll ist. Zum Beispiel die Innenstadt am Wochenende oder das Freibad bei 30 Grad. Also diese Orte, das sind zu viele Menschen, sie sind zu voll. Welches Adjektiv können wir benutzen? Richtig, überfüllt. Überfüllt. Also wenn es an einem Ort sehr überfüllt ist, dann fühle ich mich dort nicht mehr wohl. Und weißt du, wo du dich wohlfühlst? In meinen Intensivkursen. Wir haben Intensivkurse für alle Niveaus, von A1 bis C1. Und bald kommt sogar ein C2-Kurs. Ist cool, oder? Also, wenn du dein Deutsch verbessern möchtest, wenn du noch authentischer und entspannter auf Deutsch sprechen möchtest, dann melde dich gerne zu einem meiner Intensivkurse an. Und übrigens, sag das niemandem, aber mit dem Code TEST20 kannst du sogar noch 20% Rabatt bei der Anmeldung bekommen. Aber in allen Intensivkursen wirst du auf unserer Lernplattform unterstützt. Ich korrigiere alle deine Hausaufgaben. Ich gebe dir Feedback. Also du bist nicht alleine. Ich freue mich auf dich. Die Links zu allen Kursen findest du in der Infobox. Und es geht jetzt weiter mit unserem 12. Wort. Das nächste Adjektiv hilft dir, über Kosten und Preise zu sprechen. Aber Achtung, das Adjektiv ist sehr schwer. Das gehört definitiv zum gehobenen Wortschatz, vielleicht sogar C1. Es bedeutet, etwas ist nicht zu teuer. Man kann es sich leisten. Es ist ein Synonym für günstig oder bezahlbar. Denk jetzt gut darüber nach. Es könnte sein, dass du dieses Wort gar nicht kennst. Das Adjektiv ist erschwinglich. Erschwinglich. Na, kanntest du das? Schreib's unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie viele von euch dieses Adjektiv kennen. Das dritte Adjektiv ist das Gegenteil von unendlich oder grenzenlos. Wir benutzen es häufig mit Ressourcen,
Plätzen oder auch der Zeit. Also es ist nicht grenzenlos, es ist nicht unendlich. Schau dir den Beispielsatz auf der Flashcard gut an. Hast du eine Idee, welches Wort ich suche? Genau, das Wort ist begrenzt. Begrenzt. Unser vorletztes Wort beschreibt ein Gefühl. Ein Gefühl. Wenn eine Person oft und unfreiwillig allein ist, dann fühlt sie sich wie? Das Wort kennst du bestimmt, das ist ein leichtes Wort. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit. Die Person fühlt sich einsam. Richtig. Sehr gut, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Das letzte Wort ist ein Synonym für genug. Genug. Hier sind noch ein paar Beispiele für dich. Das Essen war genug für alle Gäste. Es hat für alle gereicht. Die Wohnung ist groß genug für eine Familie. Also der Platz ist genug, oder? Oder die Noten. Die Noten sind leider nur... Was ist das Adjektiv? Ausreichend. Ganz genau. Du hast es geschafft. Das waren alle 15 Wörter. Wie viele Wörter hast du gewusst? Schreibe dein Ergebnis in die Kommentare und vergleiche es mit den anderen. Und nicht vergessen, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und lade dir jetzt die kostenlose PDF-Datei herunter, um diese Vokabeln noch besser zu lernen. In der Datei findest du Erklärungen, Beispielsätze und eine Übung dazu. Wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!